Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir ein kleines Assembler-Programm schreiben, das uns einfach nur Hello World ausgibt. Das ist wirklich nicht viel, aber es ist ein Assembler doch gar nicht so wenig auch. Denn das Ganze ist, ja, ihr kennt Assembler, ist nicht so einfach, ne? Okay, also zunächst einmal wollen wir neue Sachen lernen. Und zwar einmal hier Sections. Sections sind Bereiche, die spezielle Bedeutung haben für Assembler. Und zwar einmal haben wir Punkt Text. Das ist einfach eine Section, die die Text sozusagen enthalten kann. Die brauchen wir jetzt in diesem Fall nicht zu füllen. Da werden wir dann auch vielleicht nochmal genauer drüber reden. Punkt Data, da ist auch nicht wirklich was wir machen müssen. Einfach auch nur deklarieren, dass es das gibt. Und dann können wir hier sagen, wir wollen Punkt Global Main haben. Was bedeutet Punkt Global Main? Naja, Punkt Global gibt uns an, wo wir sozusagen unseren Code starten. Das heißt, da springen wir in unseren Code rein. Okay, gut. Nächster Schritt ist, wir müssen natürlich Main definieren, weil da haben wir ja gerade gesagt, da wollen wir anfangen mit unserem Code. Wäre jetzt schlecht, wenn wir das einfach weglassen, ne? So, was wir jetzt hier machen wollen ist, wir wollen als allererstes einfach nur was ausgeben, okay? Das heißt, ja, was ausgeben? Wie machen wir das? Wir brauchen ja irgendwo einen String. Ich kann jetzt hier schlecht schreiben, wir wollen hier plötzlich irgendwie Hello World ausgeben. Also, was machen wir stattdessen? Naja, wir definieren uns erstmal unseren String und zwar als separaten Bereich. Message steht für, oder MSG steht für Message. Also sagen wir hier drin, okay, wir hätten ganz gerne einmal einen ASCII-String und ja, das funktioniert so tatsächlich. Normalerweise macht man hier so ein bisschen Platz. Und zwar, was habe ich gesagt? Wir wollen Hello World ausgeben. So. Und dann müssen wir die Länge bestimmen von diesem String. Okay, das machen wir mit len ist gleich. So, die Länge von unserer Nachricht. Minus MSG. Das heißt, wir wollen hier sozusagen bestimmen, okay, die Länge von der Message, die wir hier drin haben. Und dieses Punkt ASCII weist dieser Nachricht sozusagen ein String zu. So, das heißt, wir haben hier einen Punkt Message, durch dieses Punkt ASCII eben einen String reingespeichert und in len steht jetzt die Länge dieses Strings drin. Eigentlich ein ziemlich geiles Feature. Wie das intern funktioniert, kann ich euch jetzt leider gerade aktuell nicht genau erklären. Das ist ein bisschen aufwendiger. Aber wir gucken vielleicht noch ein. Ist aber auch nicht unbedingt so wichtig. Wir müssen nur wissen, was das ungefähr tut. So, jetzt wollen wir einen Output aufrufen. Ein Output, also ein Output auf der Kommandozeile, ist ein syscall in Linux. Das bedeutet, wir haben hier quasi einen Output, der über den Kernel von Linux läuft. Also was machen wir? Naja, wir wollen einen syscall aufrufen. Okay, ihr wisst hoffentlich noch, das Ganze ging mit $, also int $0x80. Das ist sozusagen, wie wir einen syscall aufrufen. Jetzt müssen wir den nur mit Werten füttern. Und die Werte, die liegen in $EAX, also die Parameter sozusagen. $EAX liegt der erste Parameter, $EBX der zweite, $ECX der dritte und $EDX liegt der vierte Parameter. Und ja, die wollen wir tatsächlich jetzt alle irgendwie festhalten. Wir fangen erstmal mit dem ersten Parameter an. Wer hätte es gedacht? Also Moffel. Wir wollen in unseren ersten Parameter, lass mich das kurz ordentlich reinschreiben. So. Wir wollen in unseren ersten Parameter, also in EAX, was reinschreiben. Und zwar wollen wir einen Print-Befehl aufrufen. Das wäre die 4. Das ist der vierte syscall. Okay? So, jetzt wollen wir als zweiten Parameter muss man dann angeben, in was für einen Output wir schreiben wollen. Also zum Beispiel in welche Datei oder in was generell wir ausgeben wollen. Und hier steht die 1 für den Standard Output, also die Kommandozeile. Das heißt, wir wollen die 1, ich meine selbstverständlich $1 und $4, sorry, wollen wir, und hier meine ich Prozente, ich habe gerade ein Problem. So, und wir wollen das in EBX reinschreiben, weil hier eben der zweite Parameter drin steht. Alles klar. Dann wollen wir den dritten Parameter machen. Das wäre dann, was soll ausgegeben werden? Also quasi, naja, was soll ausgegeben werden? Unsere Message. Alles klar. Und das muss in den dritten Parameter, was C ist, also der ECX-Parameter. Und der
letzte, damit wir wissen, wie viel ausgegeben werden muss. Also wir wissen ja nicht, wann dieser String zu Ende ist. Das kann uns Assembler nicht sagen. Das wissen wir ja selbst in C teilweise nicht mehr. Müssen wir wissen, wie viel wir ausgeben wollen. Also sagen wir hier ganz einfach, wir wollen $len ausgeben. Und zwar so viel. Und das schreiben wir in edx rein. Perfekt. So, das ist jetzt schon eigentlich unser Main-Programm sozusagen. Problem ist, jetzt müssen wir es natürlich auch noch beenden. Denn ja, ohne beendetes Programm passiert relativ wenig. Und deswegen schreiben wir hier unten drunter einfach noch ein syscall. Und das machen wir, indem wir hier auch wieder schreiben moffel. So, und jetzt könnt ihr mal selber mich pausieren. Und ich sage euch jetzt einfach mal kurz die Nummer für das Beenden. Das haben wir eigentlich schon mal gesehen. Aber für den sysexit syscall ist die Nummer 1. Und jetzt schreibt mal selber den syscall, quasi den Aufruf dafür auf. Und pausiert mich kurz. Ich mache sofort weiter, wenn ihr die Übung gemacht habt. Gut. Da sind wir wieder. Wer es jetzt mich nicht pausiert hat, sollte das noch kurz machen und selber mal probieren. Aber ich mache jetzt hier direkt weiter. Wir wollen erstmal $0 reinschreiben. Das ist unser Exit-Code. Und den schreiben wir in EBX. Das ist sozusagen, ja, wir wollen mit keinem Fehlercode aufhören, unser Programm sozusagen. Und der syscall, die Nummer ist 1. Also schreiben wir hier Prozent. EAX schreiben wir die 1 rein und dann rufen wir wieder ein int $0x80 auf. So, wunderbar. Und das ist eigentlich auch schon unser Programm. Jetzt können wir es kompilieren, indem wir einfach die Kommandozeile öffnen im richtigen Verzeichnis. Achtung, wichtig. Und indem wir eingeben gcc-c, weil wir es erstmal kompilieren wollen, assembler.s in unsere assembler.o-Datei. Dann ist es erledigt und dann schreiben wir gcc assembler.o -o assembler. Ohne irgendeinen. So, und jetzt kriegen wir einen Fehler zurück. Und den wollte ich euch unbedingt zeigen. Das ist nämlich der PIE-Fehler. Das Problem ist, dass wir jetzt hier sehr, sehr einfaches Assembler geschrieben haben, was eigentlich gar nicht auf meine Maschine passt. Und deswegen muss ich jetzt hier, weil das Ganze nicht unbedingt so richtig korrekt ist, muss ich -no PIE schreiben oder no pi. So, und dann funktioniert das Ganze wunderbar und ich kann das ausführen, indem ich /assembler schreibe und dann steht hier eben Hello World. Wunderbar. Ich hoffe, euch hat das als kleines einführendes Beispiel sozusagen gefallen und ja, wir haben jetzt ein Hello World, einen Assembler programmiert. Wir wissen jetzt mehr über die CPU, als wir eigentlich wissen wollten, aber wir verstehen, was dieses Hello World eigentlich da tut und wie es da zustande kommt. Und wir kennen jetzt auch mittlerweile syscalls ganz gut, wir kennen moff ganz gut und wir wissen jetzt auch, was so die, die Programme an wichtigen Bereichen haben sozusagen. Und wir wollen das Programm jetzt ein bisschen erweitern noch mit kleineren anderen Befehlen, die dann eben unser Wissen auch abschließen. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao.